Was ihr gleich erleben werdet, wird euch sprachlos machen. Ein arroganter Motorradfahrer dachte, er könnte einen blinden Milliardär und seinen Hund terrorisieren. Aber dieser scheinbar harmlose deutsche Schäferhund namens Max verbarg ein Geheimnis. Er war ein pensionierter K9-Polizeihund mit 7 Jahren Kampferfahrung. Als die Bikergang versuchte, in Heinrichs Wohnung einzubrechen, passierte das Unvorstellbare. Was Max dann tat, brachte den härtesten Motorradraudi zum Weinen und veränderte sein Leben für immer. Diese wahre Geschichte aus München zeigt, dass wahre Helden manchmal 4 Pfoten haben. Bleibt dran für eine unglaubliche Lektion über Mut, Gerechtigkeit und bedingungslose Loyalität. Was ihr gleich sehen werdet, wird euch den Atem rauben. Ein Motorradfahrer dachte, er könnte sich über einen blinden Milliardär und seinen Hund lustig machen. Was er nicht wusste: Dieser Schäferhund war kein gewöhnlicher Blindenhund, sondern ein ehemaliger Polizeihund. Und was dann passierte, brachte den Motorradfahrer zum Weinen. Aber das ist noch nicht alles. Das Ende dieser Geschichte wird euch schockieren. Aber bevor ich euch erzähle, was als nächstes passierte, wenn ihr auch solche krassen Geschichten liebt, dann seid ihr hier genau richtig. Und falls ihr neugierig seid, wie diese Geschichte ausgeht, bleibt dran, denn das werdet ihr nie vergessen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, habt ihr schon mal erlebt, dass jemand einen Hund unterschätzt hat? Ich lese wirklich jeden Kommentar. Also, es war ein ruhiger Morgen in München. Der Himmel strahlte kristallklar blau und der Gehweg vor dem kleinen Café zum Goldenen Hirsch summte vor Aktivität. Überall Menschen, die ihren Morgenkaffee genossen, Zeitungen lasen oder einfach das schöne Wetter ausnutzten. Zwischen all diesen Menschen saß da ganz ruhig an einem Außentisch Heinrich Weber, ein 45-jähriger blinder Milliardär, der täglich um genau diese Zeit das Café besuchte. Seine Routine war ihm heilig. Jeden Morgen um 8:30 Uhr ein großer Cappuccino und ein Buttercroissant. An seiner Seite stand Max, sein treuer deutscher Schäferhund. Aber haltet euch fest, Max war nicht einfach nur ein Blindenhund. Seine feste, aufrechte Haltung, die Art, wie er die Umgebung scannte, seine beeindruckende Präsenz, all das verriet Jahre intensiver Ausbildung bei der Münchener Polizei. Max war ein ehemaliger K9-Diensthund. 7 Jahre hatte er bei der Polizei gedient, Verbrecher gestellt, Drogen aufgespürt und sein Leben für die Sicherheit anderer riskiert. Nach einer Verletzung im Einsatz wurde er pensioniert und kam zu Heinrich. Aber seine Instinkte, seine Ausbildung, die waren noch voll da. Max war nicht nur Heinrichs Augen geworden, sondern auch sein Beschützer, sein bester Freund. Die Verbindung zwischen den beiden war etwas ganz Besonderes. Eine Partnerschaft, die auf bedingungslosem Vertrauen basierte. Ich weiß, dass die meisten von euch noch nicht abonniert haben. Das macht mich wirklich traurig. Macht mich glücklich und werdet Teil unserer Familie hier. Ein Klick kostet nichts, aber bedeutet mir alles. Während Heinrich in aller Ruhe seinen Cappuccino trank und die warmen Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht spürte, durchbrach plötzlich das ohrenbetäubende Dröhnen von 3 Motorrädern die friedliche Morgenstimmung. Krass, oder? Von 0 auf 100, die komplette Atmosphäre änderte sich schlagartig. Die Harley-Davidson-Maschinen knatterten laut über das Kopfsteinpflaster und zogen sofort alle Blicke auf sich. Jeder im Café drehte den Kopf, manche erschrocken, andere neugierig. Das Geräusch war so laut, dass sogar die Tauben auf dem nahegelegenen Brunnen aufflogen. 3 Männer stiegen ab, alle um die 30, gekleidet in schwarze Lederjacken mit auffälligen Patches der Rhodes Devils MC. Sie wirkten auf den ersten Blick lässig, aber ihre Art, wie sie die Umgebung musterten, wie sie sich bewegten, brachte eine gewisse Bedrohung mit sich. Kennt ihr das Gefühl, wenn sich plötzlich die Stimmung ändert? Chuck, der Anführer der Gruppe, war nicht zu übersehen. Ein kräftiger Mann mit Vollbart, Sonnenbrille und jede Menge Tattoos an den Armen. Seine dominante Ausstrahlung war spürbar. Mit seinem lauten, selbstbewussten Lachen gestikulierte er wild herum, während er mit seinen Kumpels redete. Er wollte eindeutig zeigen, wer hier das Sagen hatte. »Mann, ich brauche jetzt erstmal einen starken Kaffee«, brüllte Chuck durch die Gegend, sodass wirklich jeder es hören konnte. Seine beiden Freunde Lars und Dirk lachten pflichtbewusst mit. Typische Bikergang-Hierarchie, wisst ihr? Max, immer wachsam wie ein echter Profi, spitzte sofort seine Ohren. Seine jahrelange Polizeiausbildung ließ ihn sofort erkennen, hier stimmt etwas nicht. Seine Muskeln spannten sich an, sein ganzer Körper ging in Alarmbereitschaft.
Aber er blieb ruhig, wie ein Profi eben. Die Männer begannen zwischen den Tischen umherzuwandern, musterten die Gäste mit herablassenden Blicken. Chuck bemerkte Max und Heinrich und blieb stehen. Sein Blick fixierte sich auf den beeindruckenden deutschen Schäferhund. »Boah, das ist ja ein richtiger großer Köter«, bemerkte Chuck laut, seine Stimme voller Spott. Max reagierte sofort, erhob den Kopf und schaute Chuck direkt in die Augen. Was für ein Moment! Könnt ihr euch die Spannung vorstellen? Chuck lachte laut über seinen eigenen Kommentar und lehnte sich leicht nach vorn, als würde er Max' Reaktion testen wollen. Aber Max blieb völlig bewegungslos, ein echter Profi eben. Doch da war etwas in seiner Haltung, eine stumme Warnung, die Bände sprach über das, was er von dieser Situation hielt. Heinrich, der die Blicke um sich herum nicht sehen konnte, spürte dennoch die Veränderung. »Ist alles in Ordnung?« fragte er mit ruhiger Stimme, aber da war ein Hauch von Unbehagen drin. Er konnte Max' veränderte Körperspannung durch die Leine spüren. Chuck, vielleicht etwas enttäuscht, dass er nicht die erwartete Reaktion bekommen hatte, machte eine übertriebene Handbewegung. »Ist er wirklich so klug, wie er aussieht?« fragte er seine Kumpels, die verlegen lachten. Die Atmosphäre wurde spürbar angespannter. »Das ist ein schöner Hund, den Sie da haben«, sagte Chuck zu Heinrich, aber sein Ton war herablassend. Max reagierte sofort und positionierte sich noch näher zu seinem Herrchen. Ein Beschützerinstinkt, der tief in ihm verwurzelt war. Heinrich lächelte höflich und versuchte, die Situation entspannt zu halten. »Danke, Max ist mein bester Freund.« Er ahnte nicht, welche Blicke um ihn herum ausgetauscht wurden. Chuck neigte seinen Kopf, als würde er Interesse heucheln. »Max, nach seinem Vorfahren benannt, der im Ersten Weltkrieg bei der deutschen Armee diente?« Bevor Heinrich antworten konnte, machte Chuck eine schnelle Bewegung und streckte seine Hand aus, um Max' Schnauze zu berühren. Es war eine Geste, die Außenstehenden harmlos erscheinen mochte, aber für Max, der darauf trainiert war, Bedrohungen zu erkennen, war es genug, um seine Instinkte zu aktivieren. Der deutsche Schäferhund griff nicht an, aber er machte einen Schritt zurück und ließ ein tiefes, warnendes Knurren hören. Die Spannung um sie herum verdichtete sich und ein unbehagliches Schweigen legte sich über den Bereich. »Ganz ruhig, Junge«, sagte Chuck und hob seine Hände, als würde er nur scherzen, aber da war ein Funkeln der Herausforderung in seinen Augen. Heinrich, der die Blicke um sich herum nicht sehen konnte, legte seine Hand an Max' Hals, um ihn zu beruhigen. »Tut mir leid, falls er Sie erschreckt hat«, sagte er unräuchig. Chuck lachte nur, aber sein Stolz schien verletzt durch die Reaktion des Hundes. Er trat einen Schritt zurück, aber seine Kumpels begannen ihn zu necken. »Also Chuck, lässt du dich von einem Hund in die Schranken weisen?« Dieser eine Satz veränderte die ganze Stimmung. Chuck wollte sich vor seinen Freunden beweisen und schaute Max mit einem Lächeln voller Absicht an. Der Gruppenführer blickte um sich und bemerkte, dass viele Leute die Interaktion beobachteten. Einige filmten sogar diskret mit ihren Handys. Vielleicht ließ ihn das für einen kurzen Moment zögern, aber Chuck war nicht der Typ, der zurückwich. »Entspannt euch, Jungs, es ist nur ein Hund«, sagte er abwertend. Aber Max wusste den Unterschied zwischen Spiel und Gefahr. Und obwohl Heinrich es nicht sehen konnte, begann er zu spüren, dass etwas nicht stimmte. »Max, was ist los?«, flüsterte er besorgt. Der deutsche Schäferhund hielt seine Augen auf Chuck gerichtet, als würde er auf den nächsten Zug warten. Seine Jahre bei der Polizei hatten ihn gelehrt, Situationen zu lesen. Und diese Situation eskalierte gerade. Chuck machte ein paar Schritte zurück, aber es war kein Rückzug. Seine Freunde lachten weiter und stachelten ihn mit Sprüchen an, was Chucks bereits angeschlagenen Stolz noch mehr anheizte. »Komm schon, großer Junge«, sagte Chuck mit einem gezwungenen Lachen. »Bist du wirklich so tough, wie du aussiehst?« Eine ältere Dame am Nachbartisch stand plötzlich auf. »Hey, Sie sollten aufhören! Lassen Sie den Hund in Ruhe«, sagte sie bestimmt. Ihre Stimme hallte über den Gehweg und zum ersten Mal zögerte Chuck. Die Peinlichkeit begann sich auszubreiten und er schaute um sich, als er die missbilligenden Blicke bemerkte. Max bewegte sich nicht, aber er starrte Chuck weiterhin an, bereit auf jedes Zeichen von Gefahr zu reagieren. Die Spannung hing noch immer in der Luft wie ein gespanntes Seil, das jeden Moment reißen konnte. Chuck verengte seine Augen zu der Frau, die ihn konfrontiert hatte,
aber sagte nichts. Die Menge um sie herum wurde unruhig und tauschte Blicke zwischen ihm, Max und Heinrich aus, der jetzt noch verwirrter schien. Das Unbehagen stieg und Chuck machte einen Schritt zurück, aber nicht um endgültig aufzugeben. »Entspannt euch, Jungs, wir haben nur Spaß«, sagte er abwinkend und versuchte das zu retten, was von seinem Image übrig war. Aber innerlich spürte er das Bedürfnis, seine Dominanz zu behaupten. Max hingegen blieb völlig ruhig und beobachtete jede Bewegung mit chirurgischer Präzision, als würde er den nächsten Zug des Bikers lesen. Er war kein gewöhnlicher Hund, er war ein Beschützer im Vollalarmmodus. Heinrich spannte Max' Leine an und murmelte: »Max, beruhig dich. Was ist hier los?« Er konnte Chucks bedrohliche Haltung nicht sehen, aber er konnte die Spannung in der Luft spüren. Max war kein gewöhnlicher Hund, er war darauf trainiert zu beschützen und in diesem Moment war er im vollen Alarmzustand. Heinrich vertraute ihm vollkommen, aber die wachsende Spannung machte ihn nervös. Die Menge um sie herum schien wie erstarrt, mit einer schweren Stille, die alles noch beunruhigender machte. Chuck stand da, gefangen in seinem eigenen Ego, seine Hände geballt. Es war klar, dass er nicht mehr die Kontrolle über die Situation hatte. »Mann, das ist peinlich«, flüsterte Lars zu Dirk. »Chuck wird von einem Hund vorgeführt.« Aber Chuck hörte die Kommentare seiner Kumpels und das machte alles nur noch schlimmer. Sein Gesicht lief rot an vor Wut und Verlegenheit. Plötzlich machte Chuck eine abrupte Bewegung, er tat so, als würde er zurückgehen, aber in einem impulsiven Akt stieß er einen der nahegelegenen Stühle um, sodass er in Max' Richtung krachte. Der Klang von Metall, das auf den Boden schlug, hallte durch die Straße und ein paar Leute keuchten vor Überraschung. Max reagierte blitzschnell, er wich zur Seite aus und wich den Stuhl mit beeindruckender Gewandtheit aus. Der Hund knurrte jetzt lauter, seine Schutzstellung wurde noch deutlicher. Es war eine klare Warnung, dass er keine weiteren Provokationen mehr dulden würde. »Hey, hören Sie auf«, rief die Frau wieder, diesmal mit mehr Autorität. Ein paar andere Leute begannen ebenfalls zu sprechen und forderten Chuck auf, aufzuhören. Aber Chuck schien in seinem eigenen Ego gefangen. »Was ist denn das Problem? Habt ihr noch nie gesehen, wie jemand mit einem Hund spielt?« sagte er und versuchte, eine sorglose Haltung beizubehalten. Aber seine Hände waren geballt und es war klar, dass er die Kontrolle über die Situation verloren hatte. Max stand fest, seine Augen auf Chuck gerichtet, als würde er jede Bewegung analysieren und bereit sein zu handeln, falls nötig. Heinrich realisierte endlich, dass etwas Ernstes vor sich ging. Er stand langsam auf, seine Hand fest um Max' Leine. »Kann mir jemand sagen, was hier vorgeht?« fragte er laut, seine Besorgnis jetzt offensichtlich. Aber bevor jemand antworten konnte, machte Chuck einen Schritt nach vorn und lehnte sich zu Heinrich zu, als würde er versuchen, ihn direkt einzuschüchtern. Die Menge hielt den Atem an und Max senkte seinen Kopf leicht und bereitete sich darauf vor, Heinrich um jeden Preis zu verteidigen. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt. »Was ist los, Kumpel? Versteckst du dich hinter deinem Hund?« spotterte Chuck mit einem bitteren Lachen, das seine eigene Unbehaglichkeit zu verbergen schien. Heinrich hingegen blieb ruhig, obwohl seine Stimme leicht zitterte. »Max versteckt mich nie vor irgendetwas«, antwortete er und hielt die Leine des Hundes fest. »Er ist hier, um mich zu beschützen, und es scheint, als wüsste er etwas, was ich nicht weiß.« Max blieb bewegungslos, aber das Knurren in seiner Kehle wurde mit jeder verstreichenden Sekunde lauter. Die Menge um sie herum, einst zögerlich, begann nun lauter zu murmeln, offensichtlich unbehaglich mit Chucks Verhalten. Ein älterer Mann, der an einem nahegelegenen Tisch saß, stand schließlich auf und griff ein: »Hey, das ist zu weit gegangen. Sie sollten gehen, bevor etwas Schlimmes passiert.« Aber Chuck, angetrieben von Stolz und dem Druck seiner Freunde, ignorierte den Rat. Er schaute den Mann an, als wäre er nur ein weiteres Hindernis, aber das wachsende Unbehagen auf seinem Gesicht begann sich zu zeigen. Kürzlich wurde die Stille von einem unerwarteten Geräusch durchbrochen. Max bellte laut, ein tiefes und festes Bellen, das Chuck instinktiv zurückweichen ließ. Es war ein Geräusch, das nicht ignoriert werden konnte, und seine Bedeutung war klar: Der Hund war bereit zu handeln. Die Menge reagierte mit Überraschung. Manche filmten, andere wichen zurück. Die Energie veränderte sich völlig. »Das ist ein Polizeihund bellen«, rief jemand aus der Menge. »Der Hund warnt vor Gefahr.«
Heinrich, der Max bellen bemerkte, wusste, dass etwas Ernstes kurz bevorstand. »Max, ist es okay, mir geht es gut«, sagte er und versuchte, den deutschen Schäferhund zu beruhigen. Aber Max hielt seine Augen auf Chuck gerichtet, als würde er sagen, dass er diesen Worten nicht traute. Dann, in einem letzten Versuch, sein Image zu retten, machte Chuck impulsiv einen Schritt nach vorn und streckte seine Hand aus, um Heinrich an der Schulter zu stoßen. Es war eine schnelle Bewegung, aber nicht schnell genug, um von Max unbemerkt zu bleiben. Der deutsche Schäferhund reagierte im Bruchteil einer Sekunde und positionierte sich zwischen Chuck und Heinrich mit einer schnellen Bewegung, die ihn direkt zwischen den Biker und seinem Besitzer stellte. Max griff nicht an, aber er stand fest, seine Zähne leicht gebleckt, eine klare Warnung, dass das hier und jetzt enden musste. Die Straße verstummte völlig. Chuck erstarrte, unfähig zu reagieren, während Max' Blick ihn zu durchbohren schien. Heinrich, der jetzt wusste, dass gerade etwas sehr Ernstes passiert war, hob seinen Kopf und sagte bestimmt: »Ich denke, es ist am besten, wenn Sie jetzt gehen.« Die Menge um sie herum begann zu murmeln, diesmal gegen Chuck. Er schaute um sich und erkannte, dass er die Kontrolle über die Situation verloren hatte. Ohne ein weiteres Wort machte er langsam einen Rückzieher, versuchte, seine Verlegenheit zu verbergen. Seine Freunde folgten ihm schweigend und innerhalb von Sekunden verschwand die Gruppe um die Ecke. Aber das war noch nicht das Ende der Geschichte, Leute. Der Morgen, der mit sanften Tönen der Routine begonnen hatte, war nun voller Gemurmel und Spannung. Heinrich spürte, wie sich die Luft um ihn herum veränderte. Auch ohne zu sehen, konnte er spüren, dass sich die Energie gewandelt hatte. Das Geräusch der Motorräder in der Ferne verblasste, ersetzt durch das gedämpfte Gemurmel der Leute, die über das sprachen, was sie gerade miterlebt hatten. Max blieb an seiner Seite alert, sein Körper noch immer angespannt. Aber da war etwas mehr, ein subtiles Zittern in seinen Vorderpfoten. Heinrich spürte die Vibration durch die Leine und kniete sich hin, um das Fell des deutschen Schäferhunds zu berühren. »Max, es ist jetzt okay, Kumpel«, murmelte er und versuchte ihn zu beruhigen. Aber Max schien zu zögern, sein Blick noch immer auf die Stelle gerichtet, wo Chuck verschwunden war. Es war, als wüsste er, dass dieser Mann nicht nur eine vorübergehende Bedrohung war, sondern ein Problem, das wieder auftauchen könnte. »Sind Sie in Ordnung?«, fragte die Frau, die Chuck konfrontiert hatte, und trat ein paar Schritte näher zu Heinrich. Besorgnis war in ihrer Stimme. Heinrich nickte, aber seine gerunzelte Stirn verriet die Sorge in seinem Inneren. »Mir geht es gut, aber Max, er hat noch nie so reagiert. Er weiß, wenn etwas nicht stimmt, und das macht mir Sorgen.« Die Frau kniete sich hin und beobachtete Max genau. »Dieser Hund, er ist nicht gewöhnlich, oder?« Heinrich seufzte, eine Mischung aus Stolz und Melancholie auf seinem Gesicht. »Nein, er war ein K9-Hund, trainiert zu beschützen und zu dienen und wenn nötig alles zu opfern. Aber das war vor Jahren. Ich dachte, er hätte all das hinter sich gelassen. Jetzt ist er mein Führhund, meine Familie.« Die Frau schaute in Max' Augen, als würde sie versuchen, etwas zu entziffern, was nur er wusste. »Vielleicht hat er nie vergessen, wer er ist«, antwortete sie fast im Flüsterton. Der ältere Mann, der früher eingegriffen hatte, trat näher. »Hören Sie, mein Sohn«, begann er mit tiefer, weisheitsvoller Stimme. »Hunde wie er haben Instinkte, die über das hinausgehen, was wir verstehen können. Er hat nicht ohne Grund so reagiert. Sie sollten ihm vertrauen und vielleicht wachsam bleiben. Dieser Mann Chuck, er wirkte nicht wie der Typ, der leicht aufgibt.« Die Worte des Fremden hallten in Heinrich nach, der sanft Max' Leine anspannte. »Vielleicht haben Sie recht«, murmelte er und streichelte Max' Kopf. »Komm, Kumpel, ich denke, Max und ich brauchen etwas frische Luft.« Der Spaziergang nach Hause war etwas, das Heinrich und Max jeden Tag machten, aber an diesem Morgen fühlte sich jeder Schritt schwer von Bedeutung an. Die Stille wurde nur durch das Geräusch von Max' Pfoten auf dem Bürgersteig und das sanfte Klimpern der Leine unterbrochen. Heinrich konnte die Welt um ihn herum nicht sehen, aber Max' Verhalten sprach lauter als jeder Anblick. Der Hund war angespannt, seine Haltung signalisierte, dass er in höchster Alarmbereitschaft war. Es war eine subtile, aber konstante Erinnerung daran, dass noch immer etwas nicht stimmte. »Du benimmst dich heute seltsam, Kumpel«, bemerkte Heinrich, als er um die Küchentheke herumtastete, um Max' Wassernapf zu suchen.
Der deutsche Schäferhund bewegte sich langsam durch die Wohnung und schnüffelte in jeder Ecke, als würde er eine Inspektion durchführen. Schließlich blieb er bei der Tür stehen, setzte sich ruhig hin, aber mit gespitzten Ohren und lauschte auf jedes Geräusch von draußen. Heinrich bemerkte dies und runzelte die Stirn. »Was ist los, Max? Das machst du sonst nie.« Als Heinrich sich auf die Couch setzte und versuchte, die Ereignisse des Morgens zu verarbeiten, begann er sich an die Geschichten zu erinnern, die er über Max gehört hatte, bevor er ihn adoptierte. Er wusste, dass Max einen Hintergrund als K9-Hund hatte, aber er hatte nie alle Details erfahren. Max hatte in harten Fällen gedient, wo seine Fähigkeit, Gefahren zu erkennen, Leben gerettet hatte. Und jetzt schien es, als würden diese Instinkte zurückkehren. »Versuchst du mir etwas zu sagen, Junge?« fragte Heinrich und streichelte das weiche Fell des Hundes. Max antwortete nur mit einem leichten Schwanzwedeln, aber seine Augen verließen nie die Tür. Draußen hallte wieder das ferne Dröhnen eines Motorrads, fast unhörbar. Max hob seinen Kopf, sein ganzer Körper spannte sich wieder an. Heinrich hörte das Geräusch nicht, aber er spürte Max' Reaktion. Er legte eine Hand auf Max' Schulter, wie er es immer tat, um ihn zu trösten. »Was auch immer es ist, wir sind zusammen in dieser Sache«, sagte er sanft. Der Abend kam ruhig und hüllte die kleine Nachbarschaft in eine Decke der Ruhe. Heinrich saß an seinem bescheidenen Esstisch und schnitt vorsichtig einen Apfel, während Max neben ihm ruhte. Die Spannung vom frühen Tag hing noch im Raum, ein unausgesprochenes Gewicht, das weder Heinrich noch Max ignorieren konnten. Heinrichs Finger glitten über Max' Fell, als er fast zu sich selbst sprach: »Vielleicht denke ich zu viel nach. Was, Kumpel?« Er murmelte, aber Max' Ohren zuckten, seine scharfen Augen auf die Haustür gerichtet, als würde er etwas erwarten, was Heinrich nicht sehen konnte. Draußen wurde die Ruhe durch das ferne Summen von Motoren zerrissen. Zuerst schwach, wurde es lauter und deutlicher. Max stand sofort auf, sein Körper starr, während er die Tür anstarrte. Heinrich spürte die Veränderung und erstarrte. »Was ist das, Max?« fragte er, seine Stimme ruhig, aber mit Besorgnis durchzogen. Das Motorengeräusch verstummte plötzlich, gefolgt von einer schweren Stille, die gegen die dünnen Wände der Wohnung drückte. Heinrich griff nach seinem Handy, seine Finger zitterten leicht. »Bleib ruhig«, flüsterte er zu sich selbst, obwohl sein Herz in seiner Brust pochte. Momente später hallte ein Klopfen durch die Wohnung, scharf und bewusst. Max ließ ein tiefes Knurren hören und positionierte sich zwischen Heinrich und der Tür. Heinrich zögerte, bevor er aufstand, seine Hand fest um Max' Leine. »Wer ist da?« rief er, seine Stimme fest, aber vorsichtig. Es gab keine sofortige Antwort, nur das Geräusch von gedämpftem Gemurmel draußen. Heinrichs Puls beschleunigte sich. Er konnte Max' Spannung durch die Leine spüren, die Bereitschaft des Hundes zu verteidigen, falls nötig. »Ich öffne die Tür nicht, bis Sie sagen, wer Sie sind«, erklärte Heinrich schließlich. Endlich antwortete eine Stimme, tief und vage vertraut: »Entspann dich, Mann. Ich bin's nur, Chuck.« Die Worte schickten einen Schauer über Heinrichs Wirbelsäule. Max bellte scharf, sein Knurren wurde tiefer. Heinrichs Griff um die Leine verstärkte sich, als er einen Schritt zurück machte und mehr Abstand zur Tür schaffte. »Was wollen Sie?« fragte er, seine Stimme mit Misstrauen durchzogen. Chucks Ton wechselte und versuchte lässig zu klingen, aber die unterschwellige Bedrohung war klar. »Wollte nur reden, Mann. Keine harten Fühle von vorhin, oder?« Heinrich antwortete nicht sofort. Sein Geist arbeitete und wog seine Optionen ab. Max, der die Schwere des Moments spürte, blieb angespannt und alert. Die Stille zog sich hin und Heinrich konnte das Gewicht von Chucks Anwesenheit direkt hinter der Tür spüren. »Sie müssen gehen«, sagte Heinrich schließlich, seine Stimme ruhig, aber entschlossen. Das Gemurmel draußen wurde lauter, gefolgt von dem Geräusch sich entfernender Schritte. Aber Max entspannte sich nicht, auch Heinrich nicht. Etwas an der Begegnung fühlte sich unvollendet an, wie ein Sturm, der sich gerade jenseits des Horizonts sammelte. Die unruhige Stille, die auf Chucks Weggang folgte, war nur von kurzer Dauer. Heinrich ging im Wohnzimmer auf und ab. Seine Finger glitten leicht entlang der vertrauten Konturen der Möbel, während er versuchte, seine Gedanken zu beruhigen. Max jedoch war unruhig. Er bewegte sich zum Fenster, sein großer Rahmen angespannt, während er die Luft beschnüffelte und in die Nacht hinausstarrte. »Was ist los, Max?« fragte Heinrich mehr zu sich selbst als zu dem Hund. Das Unbehagen in seiner Brust wuchs.
eine nagende Gewissheit, dass Chuck nicht mit dem Spiel fertig war, das er spielte. Minuten später durchbrach das Geräusch von Schritten die Ruhe. Sie waren gedämpft, bewusst und umkreisten den Umkreis des Wohngebäudes. Max ließ ein scharfes Bellen hören, sein Körper wie eine gespannte Feder. Heinrich erstarrte, sein Herz hämmerte in seiner Brust. Er griff nach dem Telefon auf der Theke, seine Finger fummelten beim Wählen der 110. »Bleib ruhig«, flüsterte er zu sich selbst, obwohl jeder Nerv in seinem Körper schrie. Max bewegte sich, um bei der Tür zu stehen, sein Knurren tief und stetig, eine Warnung, die durch die kleine Wohnung hallte. Heinrich verband sich mit dem Notruf, seine Stimme zitterte, als er die Situation erklärte. »Da ist jemand außerhalb meiner Wohnung«, sagte er und hielt Max Leine fest, während die Knurrlaute des Hundes lauter wurden. »Ich denke, Sie meinen es ernst.« Der Operator versicherte ihm, dass Polizisten auf dem Weg seien. Aber die Minuten fühlten sich wie Stunden an. Draußen wurden die Schritte näher, bewusster. Dann kam das Geräusch von etwas, das gegen die Fensterscheibe kratzte. Ein subtiles, bedrohliches Geräusch, das Schauer über Heinrichs Wirbelsäule schickte. Das Kratzen hörte plötzlich auf, gefolgt von einem gedämpften Fluch von draußen. Max bellte wieder, diesmal lauter, sein Körper gegen die Tür gepresst, als würde er den Eindringling herausfordern, herauszukommen. Heinrich, sein Griff fest um Max Leine, zog sich in die Ecke des Raumes zurück, sein Geist raste. Er fühlte sich hilflos, angewiesen auf Max' Instinkte und die Hoffnung, dass Hilfe rechtzeitig ankommen würde. »Sie kommen, Max«, murmelte er, seine Stimme rohlig trotz der Angst, die durch ihn strömte. »Halt einfach durch.« Endlich durchschnitt das schwache Heulen von Polizeisirenen die angespannte Luft. Die Schritte draußen hörten sofort auf, gefolgt von dem Geräusch von jemandem, der wegläuft. Max blieb in höchster Alarmbereitschaft, sein Knurren wurde sanfter, aber verschwand nicht völlig. Heinrich atmete zittrig aus und griff nach dem Telefon, als er in den Hörer flüsterte: »Sie sind hier, danke.« Erleichterung überschwemmte ihn momentan, aber sie war von der Erkenntnis getränkt, dass das noch nicht vorbei war. Chuck hatte eine Linie überschritten und Heinrich wusste, dass er sich auf das nächste vorbereiten musste, was käme. Die blinkenden roten und blauen Lichter badeten die Straße in einen unheimlichen Schein, als zwei Polizisten sich Heinrichs Wohnung näherten. Max, noch immer alert, stand bei der Tür, seine Ohren gespitzt und Körper starr. Heinrich öffnete die Tür vorsichtig und spürte den Strom kühler Nachtluft gegen sein Gesicht. »Beamte, danke, dass Sie gekommen sind«, sagte er, seine Stimme ruhig, trotz der Angst, die noch in seiner Brust verwallte. Max entspannte sich nicht, seine scharfen Augen wanderten zu den Schatten draußen, als würde er spüren, dass die Gefahr noch lauerte. Die Beamten baten Heinrich, alles zu schildern, machten sich Notizen, während er die frühere Konfrontation mit Chuck und die bedrohlichen Geräusche um seine Wohnung beschrieb. Er hat nichts Körperliches getan, gab Heinrich zu und hielt Max Leine fest, aber er ist unberechenbar und ich weiß, dass er zurückkommt. Ein Beamter kniete sich hin, um Max zu streicheln, obwohl der Hund angespannt blieb, seinen Blick auf den Umkreis gerichtet. »Die Instinkte Ihres Hundes sind scharf«, sagte der Beamte. »Wenn er so aufgeregt ist, haben Sie recht, vorsichtig zu sein.« Während die Beamten das Gebiet absuchten, entdeckten sie frische Fußspuren nahe Heinrichs Fenster. Sie folgten der Spur, aber fanden keine Spur von Chuck oder seinen Freunden. »Er ist wahrscheinlich längst weg«, sagte einer von ihnen, obwohl ihr Ton nicht gerade Vertrauen einflößte. Sie rieten Heinrich, drinnen zu bleiben, sein Telefon in Reichweite zu behalten und anzurufen, wenn noch etwas passieren sollte. »Wir werden die Patrouillen in der Gegend verstärken«, versicherte der andere Beamte. »Aber wenn Sie sich unsicher fühlen, zögern Sie nicht, für die Nacht zu gehen.« Heinrich nickte, obwohl er nicht vorhatte zu fliehen. Das war sein Hof und er würde nicht zulassen, dass Chuck ihm das wegnimmt. »Dieser Hund hat eine besondere Ausstrahlung«, bemerkte der jüngere Beamte und beobachtete, wie Max jeden Geräusch und jede Bewegung verfolgte. »War er bei der Polizei?« »Ja«, antwortete Heinrich stolz. »Max war 7 Jahre lang bei der Münchner Polizei, ein K9-Diensthund. Nach einer Verletzung im Einsatz wurde er pensioniert.« Die Beamten wechselten bedeutungsvolle Blicke. »Das erklärt seine Reaktion«, sagte der Ältere. »Einmal ein Polizeihund, immer ein Polizeihund. Seine Instinkte sind noch voll da.« »Er kennt Gefahr, wenn er sie sieht«, fügte der andere hinzu.
hören Sie auf ihn. Nachdem die Beamten gegangen waren, fühlte sich die Wohnung schwerer mit Stille an. Heinrich setzte sich auf den Rand seines Bettes, Max lag zu seinen Füßen, noch immer wachsam. Er streckte die Hand aus, um den Rücken des Hundes zu streicheln, die vertraute Bewegung erdete ihn. »Ich weiß nicht, was als nächstes kommt, Max, aber ich weiß, dass du bereit sein wirst.« Max' Ohren zuckten beim Klang seiner Stimme und zum ersten Mal an diesem Abend wedelte sein Schwanz schwach. Es war ein kleiner Moment der Beruhigung inmitten der Ungewissheit. Heinrich döste schließlich ein, obwohl es unruhig und rastlos war. Max, immer wachsam, blieb bei der Tür, sein Körper eine schützende Barriere zwischen Heinrich und der Welt draußen. Die Bindung zwischen ihnen hatte sich nie stärker angefühlt. Geschmiedet im Feuer geteilter Angst und Vertrauen. Was auch immer Chuck plante, Heinrich wusste eines sicher, er stand dem nicht allein gegenüber. Max war mehr als ein Führhund oder ein ehemaliger K9. Er war ein Wächter, ein Partner und eine Erinnerung an die Stärke, die entsteht, wenn man zusammensteht. Aber Chuck war noch nicht fertig, Leute. Gegen 3 Uhr morgens, als die Stadt in tiefen Schlaf lag, kehrten die Motorengeräusche zurück. Diesmal waren sie leiser, gedämpft, als würden sie versuchen, unbemerkt zu bleiben. Max' Kopf schoss hoch, seine Ohren standen aufrecht wie Antennen, sein ganzer Körper ging in Kampfbereitschaft. Er stand nicht einmal auf, um Heinrich zu wecken. Nein, das war Profiarbeit. Max bewegte sich lautlos zur Tür, jeder Muskel angespannt. Seine jahrelange Polizeiausbildung hatte ihn gelehrt, erst beobachten, dann warnen, dann handeln. Das Motorengeräusch verstummte 2 Blöcke entfernt. Cleverer Zug, Chuck, aber nicht clever genug für einen trainierten K9. Max' Nase zuckte, seine außergewöhnlichen Sinne erfassten etwas, was kein menschliches Ohr hätte hören können, das leise Knirschen von Stiefeln auf Kies, sich langsam nähernde Schritte. 3 verschiedene Gangarten, 3 Männer. Max erkannte sogar Chucks schweren, aggressiven Schritt wieder. Die anderen beiden, Lars und Dirk, versuchten leiser zu sein, aber für Max' trainierte Ohren klangen sie wie Elefanten. Der deutsche Schäferhund positionierte sich strategisch, nicht direkt vor der Tür, das wäre amateurhaft, sondern seitlich, im toten Winkel, von wo aus er den ganzen Raum überblicken und gleichzeitig jeden Eindringling überraschen konnte. Seine Augen verengten sich zu Schlitzen. Das war nicht mehr Max, der Haustierhund, das war Officer Max, K9-Einheit München, wieder im Dienst. Die Schritte kamen näher, Max hörte gedämpfte Stimmen. »Bist du sicher, dass die Polizei weg ist? Ja, die Streif ist vor einer Stunde vorbeigefahren und der blinde Typ schläft bestimmt.« Max' Lippen zogen sich unmerklich nach oben. Diese Amateur-Dummköpfe hatten keine Ahnung, mit wem sie es zu tun hatten. Das erste Geräusch kam am Fenster, ein leises Kratzen, als würde jemand versuchen, das Schloss zu knacken. Max bewegte sich keinen Millimeter, aber seine Muskeln spannten sich wie Stahlseile. Dann hörte er es, das leise Quietschen von Metall. Sie versuchten tatsächlich einzubrechen. Jetzt war es Zeit. Max erhob sich lautlos wie ein Geist. Sein Körper war pure Konzentration, pure Kraft, pure Entschlossenheit. Chuck und seine Kumpels dachten, sie hätten es mit einem hilflosen, blinden Milliardär und seinem harmlosen Haustier zu tun. Sie lagen so falsch. Das Fenster gab mit einem leisen Klicken nach. Chuck steckte seinen Kopf durch die Öffnung, ein arrogantes Grinsen auf seinem Gesicht. »Siehst du? Einfacher als gedacht«, flüsterte er seinen Kumpels zu. Er schwang ein Bein über die Fensterbank und in genau diesem Moment schlug Max zu. Wom! Der Aufprall war so heftig, dass Chuck rückwärts aus dem Fenster geschleudert wurde. Max hatte sich wie eine Rakete vom Boden abgestoßen und Chuck direkt in die Brust getroffen. Der Motorradfahrer landete unsanft im Gebüsch, seine Lederjacke zerrissen, völlig schockiert. »Was zur Hölle war das?« schrie Chuck und rappelte sich auf. Aber Max war noch nicht fertig. Der deutsche Schäferhund landete elegant in der Wohnung, drehte sich blitzschnell um und positionierte sich vor dem offenen Fenster. Seine Zähne waren gebleckt, seine Augen funkelten im Mondlicht wie die eines Raubtiers. Das war nicht mehr der ruhige Blindenhund vom Café. Das war ein K9-Kampfhund in Voll-Action. Wuff, wuff, wuff.
Max' Bellen war ohrenbetäubend. Es war das tiefe, aggressive Bellen eines Polizeihundes, das jeden in der Nachbarschaft weckte. Lars und Dirk, die draußen Schmiere gestanden hatten, erstarrten vor Schreck. »Chuck! Chuck, was ist passiert?« Chuck krabbelte aus den Büschen, Blätter in den Haaren, seine Arroganz komplett verschwunden. »Dieser verdammte Köter hat mich angegriffen.« »Das ist kein normaler Hund, Mann. Hörst du, wie der bellt? Das ist ein Kampfhund.« Max machte einen Schritt durchs Fenster nach draußen. Sein ganzer Körper war Spannung pur, bereit für den nächsten Angriff. Er knurrte so tief und bedrohlich, dass selbst hartgesottene Biker wie Chuck das Weite suchten. »Verdammt, haut ab, schrie Chuck und rannte zu seinem Motorrad. Aber Max war noch nicht fertig mit ihm. Der ehemalige Polizeihund sprang elegant durch das Fenster nach draußen und setzte zur Verfolgung an. Chuck rannte, als würde sein Leben davon abhängen. Und das tat es auch. Max war schneller, wendiger und vor allem erkannte seine Mission. Protect and serve. »Hilfe! Hilfe!« schrie Chuck wie ein kleines Kind. Seine ganze Biker-Coolness war verschwunden. Max erreichte ihn in Sekunden. Mit einem präzisen Sprung riss er ihn zu Boden. Aber er biss nicht zu. Dafür war er zu gut trainiert. Stattdessen hielt er ihn fest, eine Pfote auf seiner Brust, die Zähne gefährlich nah an Chucks Gesicht. »Bitte, bitte nicht«, wimmerte Chuck. Tränen liefen über sein Gesicht. In diesem Moment erwachte Heinrich vom Lärm. »Max! Max, was ist los?« Max hörte die vertraute Stimme seines Partners und entspannte sich leicht, behielt aber Chuck unter Kontrolle. Mission erfüllt. Heinrich tastete sich schnell zur Haustür und öffnete sie. Das Erste, was er hörte, waren Chucks Schluchzer und Max' kontrolliertes, aber warnendes Knurren. »Max, hierher«, rief Heinrich mit fester Stimme. Max reagierte sofort auf den Befehl seines Partners, aber er behielt Chuck weiterhin im Auge. Der ehemalige Polizeihund setzte sich neben Heinrich, aber seine Muskeln blieben gespannt, bereit für jede weitere Bedrohung. »Was ist hier passiert?«, fragte Heinrich, obwohl er es bereits ahnte. Chuck lag immer noch am Boden, seine Arroganz völlig verschwunden. »Bitte, bitte rufen Sie ihn zurück«, wimmerte er. Ich wollte nur... »Sie wollten in mein Zuhause einbrechen«, vollendete Heinrich ruhig, aber mit eisiger Stimme. Die Nachbarn begannen ihre Fenster zu öffnen, angelockt durch den Lärm. Lichter gingen an und mehrere Leute riefen, dass sie die Polizei verständigt hatten. Lars und Dirk, die das Chaos sahen, warfen ihre Motorräder an. »Chuck, wir hauen ab, Mann! Der Hund ist verrückt!« Aber Chuck war zu verängstigt, um sich zu bewegen. Max' Präsenz hielt ihn wie gefesselt am Boden. »Ich habe einen Fehler gemacht«, stammelte Chuck. »Es tut mir leid, es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass er ein Polizeihund ist.« Heinrich verschränkte die Arme. »Das hätten Sie wissen müssen, bevor Sie sich entschieden haben, mich und Max zu belästigen.« In der Ferne hallten Sirenen durch die Nacht. Die Polizei war unterwegs. Max entspannte sich leicht, aber seine Augen verließen Chuck nie. Er wusste, dass seine Arbeit noch nicht getan war, bis sein Herrchen in Sicherheit war. »Wissen Sie, was das Ironische ist, Chuck?«, sagte Heinrich mit einem leichten Lächeln. »Max ist im Ruhestand. Er hätte ein ruhiges Leben als Blindenhund führen können. Aber Sie haben seine Beschützerinstinkte geweckt.« Chuck schluchzte nur noch lauter. 7 Jahre lang hat er Verbrecher wie Sie gestellt. Er weiß genau, wie man mit Typen wie Ihnen umgeht. Die Polizeisirenen kamen näher. Chuck versuchte aufzustehen, aber Max knurrte einmal und Chuck fiel sofort wieder hin. »Ich verstehe es jetzt«, flüsterte Chuck. »Der Hund, er ist kein gewöhnlicher Hund.« »Nein«, sagte Heinrich stolz und streichelte Max' Kopf. »Er ist ein Held, ein pensionierter Held, der immer noch weiß, wie man das Richtige tut.« Die Polizeiautos bogen um die Ecke, ihre Blaulichter tanzten über die Hauswände. Max hat heute Nacht bewiesen, dass man einen guten Polizisten nicht in den Ruhestand schicken kann. Man kann nur seinen Auftrag ändern. Von Protect and Serve zu Protect Heinrich. Chuck weinte jetzt hemmungslos. Seine ganze Biker-Gang-Fassade war zusammengebrochen. Er war nicht mehr der einschüchternde Anführer. Er war nur ein verängstigter Mann, der die falsche Person zur falschen Zeit unterschätzt hatte. Die Polizeiautos hielten mit quietschenden Reifen vor Heinrichs Wohnung. 4 Beamte sprangen heraus, ihre Taschenlampen erhellten die Szene. Chuck am Boden, Max in perfekter Wachposition und Heinrich, der ruhig dastand. »Das ist er«, sagte Heinrich zu den Beamten. »Er hat versucht, in meine Wohnung einzubrechen.« Einer der Beamten erkannte Max sofort. »Das ist doch Max, ehemaliger K9 aus unserem Revier.«
Der deutsche Schäferhund wedelte leicht mit dem Schwanz. Er kannte den Beamten. Aber seine Augen blieben auf Chuck gerichtet. »Max, alte Kämpfernatur«, sagte der Polizist lächelnd. »Einmal im Dienst, immer im Dienst.« Chuck versuchte zu sprechen. »Bitte, ich wusste nicht, der Hund ist ein Monster.« »Nein«, korrigierte Heinrich fest, »Max ist ein Held. Sie sind der Monster, der einen blinden Milliardär terrorisiert hat.« Die Beamten halfen Chuck auf die Füße und legten ihm Handschellen an. »Sie sind verhaftet wegen versuchten Einbruchs, Stalking und Belästigung«, verkündete einer von ihnen. Chuck schaute zu Max, der ihn immer noch unverwandt anstarrte. »Ich verstehe es jetzt«, schluchzte er. »Ich habe den falschen Mann gewählt.« »Das haben Sie allerdings«, sagte Heinrich. »Max hat 7 Jahre lang München beschützt. Glaubten Sie wirklich, er würde aufhören, nur weil er im Ruhestand ist?« Während Chuck zum Polizeiwagen geführt wurde, brach er völlig zusammen. »Es tut mir so leid. Ich wollte nur cool aussehen vor meinen Freunden.« »Ihre Freunde haben Sie im Stich gelassen, sobald es brenzlig wurde«, bemerkte ein Polizist trocken. Chuck weinte jetzt hemmungslos. »Ich war so dumm, so unglaublich dumm.« Heinrich trat näher heran. »Chuck, hören Sie zu. Max hätte Sie verletzen können. Richtig verletzen. Aber er ist ein Profi. Er hat Sie nur gestoppt.« Chuck schaute auf zu Heinrich, Tränen strömten über sein Gesicht. »Warum? Warum haben Sie ihm nicht befohlen?« »Weil wir nicht wie Sie sind«, antwortete Heinrich ruhig. »Max und ich glauben an Gerechtigkeit, nicht an Rache.« Ein jüngerer Beamter schüttelte den Kopf. »Mann, Sie haben wirklich den falschen Typen ausgewählt. Ein blinder Veteran mit einem pensionierten Polizeihund. Das war der dümmste Fehler Ihres Lebens.« Chuck nickte schwermütig. »Das sehe ich jetzt ein.« Als die Polizeiwagen wegfuhren, versammelten sich die Nachbarn um Heinrich. Applaus brach aus. »Max ist ein Held! So einen mutigen Hund habe ich noch nie gesehen!« Heinrich streichelte Max stolz. Er war schon immer ein Held, heute Nacht hat er es nur allen bewiesen. Max bellte einmal kurz auf. Nicht aggressiv, sondern zufrieden. Mission erfüllt. Herrchen beschützt, Ordnung wiederhergestellt. Die Biker-Gang Road Devils, die existierte nach dieser Nacht nicht mehr. Lars und Dirk erzählten überall die Geschichte von dem Monsterhund, der ihren Anführer zum Weinen gebracht hatte. 3 Wochen später saß Chuck vor dem Richter, seine Lederjacke ersetzt durch einen orangefarbenen Gefängnisanzug. Seine Arroganz war vollständig verschwunden, er wirkte wie ein gebrochener Mann. Der Angeklagte wird wegen versuchten Einbruchs, Stalking und Belästigung eines behinderten Bürgers zu 18 Monaten Haft verurteilt, verkündete der Richter mit fester Stimme. Chuck nickte stumm. Seine Anwältin hatte ihm geraten zu schweigen, aber er konnte nicht anders. »Euer Ehren, ich möchte mich bei Herrn Weber entschuldigen.« Heinrich saß in der ersten Reihe, Max zu seinen Füßen. Der deutsche Schäferhund trug eine kleine Medaille am Halsband, eine Ehrung der Münchner Polizei für außergewöhnlichen Mut im Ruhestand. »Die Entschuldigung ist angenommen«, sagte Heinrich ruhig, »aber ich hoffe, Sie lernen daraus.« Chuck weinte wieder. »Dieser Hund, er hätte mich töten können, aber er tat es nicht. Warum?« »Weil er ein besserer Mensch ist, als Sie es waren«, antwortete Heinrich. Max kennt den Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Rache. Nach der Verhandlung warteten Journalisten draußen. Die Geschichte von Max, dem Heldenhund, hatte München erobert. »Herr Weber, wie fühlen Sie sich jetzt?«, rief ein Reporter. Heinrich lächelte und streichelte Max. »Ich fühle mich sicher. Ich habe den besten Partner der Welt.« »Wird Max wieder bei der Polizei arbeiten?« »Nein«, lachte Heinrich. »Max hat seinen wohlverdienten Ruhestand. Aber wie Sie sehen können, hört ein echter Polizist nie auf, ein Polizist zu sein.« Max bellte einmal zustimmend. Ein Monat später kehrte Heinrich zu seinem Lieblingscafé zurück. Die Stimmung war völlig anders. Die Leute grüßten ihn wie einen Helden. Max trug immer noch seine Medaille. »Das ist er«, flüsterte ein junges Mädchen ihrer Mutter zu. »Das ist Max, der Superheldenhund.« Max wedelte freundlich, genoss die Aufmerksamkeit, aber seine Augen scannten immer noch die Umgebung. Einmal ein Beschützer, immer ein Beschützer. Eine ältere Dame kam zu ihrem Tisch. »Entschuldigen Sie, aber ich wollte nur Danke sagen. Mein Sohn ist auch Polizist. Max erinnert uns daran, dass es noch echte Helden gibt.« Heinrich wurde emotional. Max war schon immer ein Held. Die Welt musste es nur erfahren. Das Café-Personal brachte Max ein kostenloses Steak. »Für unseren vierbeinigen Helden«, sagte die Kellnerin lächelnd. Max fraß genüsslich, aber seine Ohren blieben gespitzt. Alte Gewohnheiten sterben schwer. Am Nebentisch saßen 2 Teenager und diskutierten: »Hast du das Video gesehen? Der Hund hat den Biker komplett fertig gemacht.«
Ja, der Typ hat geweint wie ein Baby. Heinrich lächelte still. Chuck hatte eine harte Lektion gelernt, aber vielleicht war es die wichtigste seines Lebens. Die Road Devils existierten nicht mehr. Lars und Dirk hatten sich anderen Gangs angeschlossen, aber die Geschichte von Max verfolgte sie überall hin. Niemand wollte mit den Typen, die vor einem Hund weggelaufen sind, gesehen werden. Die Wochen nach dem Vorfall veränderten nicht nur Max und Heinrichs Leben, sie inspirierten eine ganze Stadt. Die Münchner Polizei lud Max zu einer offiziellen Zeremonie ein. Polizeichef Schmidt persönlich überreichte ihm eine goldene Medaille. »Max«, sagte er feierlich, »du erinnerst uns daran, was es bedeutet, zu dienen und zu beschützen. Ruhestand bedeutet nicht das Ende der Mission, es bedeutet eine neue Mission.« Max saß stolz da, seine Medaille glänzte im Licht. Die versammelten Polizisten applaudierten stehend. Viele von ihnen hatten Jahre mit Max gearbeitet und kannten seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. »Ich habe in 30 Jahren Polizeidienst viele Hunde gesehen«, sagte ein alter Veteran. »Aber Max ist etwas Besonderes. Er hat Seele.« Heinrich war zu Tränen gerührt. Max war schon immer mein Held. Jetzt ist er ein Held für alle. Die Geschichte ging viral. Videos von Max' tapferem Eingreifen wurden millionenfach geteilt. Kinder in ganz Deutschland malten Bilder von dem Superhund Max. Eine Grundschule in München benannte ihre Schulbibliothek nach ihm. Max Bibliothek für Mut und Freundschaft. Aber am wichtigsten war, wie sich Max' neue Berühmtheit auf andere auswirkte. Ein junger Mann namens Tim, der nach einem Unfall erblindet war, sah Max' Geschichte im Fernsehen. »Mama«, sagte er zu seiner Mutter, »wenn Herr Weber mit Max so ein normales Leben führen kann, dann kann ich das auch.« Eine Woche später adoptierte Tim seinen eigenen blinden Hund, einen jungen Schäferhund namens Apollo. Die örtliche Hundeschule verzeichnete einen massiven Anstieg bei Anmeldungen für Gehorsamkeitstraining. »Jeder will einen Hund wie Max haben«, lachte die Trainerin. Aber Max blieb bescheiden. Für ihn war die Medaille schön, aber das Wichtigste war immer noch seine tägliche Routine mit Heinrich. Jeden Morgen gingen sie zum Café. Max trug seine Medaille mit Stolz, aber seine Augen scannten immer noch die Umgebung. Old habits die hard. »Glaubst du, Chuck hat seine Lektion gelernt?«, fragte Heinrich eines Tages. Max antwortete mit einem kurzen Bellen, als wollte er sagen, »Das hoffe ich für ihn.« Ein lokaler Journalist schrieb einen Artikel mit der Überschrift »Max, der Hund, der München lehrte, was wahre Stärke bedeutet«. Der Artikel endete mit den Worten, »Wahre Stärke liegt nicht darin, andere zu bedrohen, sondern darin, sie zu beschützen. Max zeigt uns jeden Tag, was es bedeutet, ein echter Held zu sein.« In einem Münchner Gefängnis las Chuck diesen Artikel. Er weinte wieder, aber diesmal waren es Tränen der Reue, nicht der Angst. Vielleicht, dachte er, kann ich nach meiner Entlassung auch lernen, ein besserer Mensch zu werden. 6 Monate später erhielt Heinrich einen unerwarteten Brief. Der Absender war Chuck Weber, geschrieben aus dem Münchner Gefängnis. »Lieber Herr Weber«, begann der Brief mit zittriger Handschrift. »Ich weiß, dass ich das Recht verloren habe, mit Ihnen zu sprechen. Aber ich muss Ihnen etwas sagen.« Heinrich las weiter, Max zu seinen Füßen. »Ich habe die letzten 6 Monate genutzt, um über mein Leben nachzudenken. Über das Monster, das ich geworden war. Über die Angst, die ich anderen bereitet habe. Und über Max. Ihr Hund hätte mich vernichten können. Ein Wort von Ihnen und er hätte es getan. Aber Sie beide haben Gnade gezeigt. Etwas, das ich nie verstanden hatte.« Heinrich spürte, wie sich seine Kehle zusammenzog. »Ich habe in der Gefängnisbibliothek über Blindenhunde gelesen, über K9-Einheiten, über echte Helden. Max ist alles, was ich niemals war. Mutig, loyal, selbstlos. Nach meiner Entlassung will ich mein Leben ändern. Ich habe mich für ein Programm angemeldet, das Veteranen Therapiehunde ausbildet. Vielleicht kann ich wenigstens einen Bruchteil von dem zurückgeben, was Max repräsentiert. Bitte sagen Sie Max, dass Chuck Weber endlich verstanden hat, was wahre Stärke bedeutet.« Der Brief endete mit »In tiefer Dankbarkeit und Reue, Chuck.« Heinrich faltete den Brief zusammen und streichelte Max' Kopf. »Hörst du das, Kumpel? Sogar Chuck hat deine Lektion gelernt.«
Max wedelte sanft mit dem Schwanz, als würde er verstehen. An diesem Nachmittag besuchten sie das örtliche Veteranenkrankenhaus. Max hatte eine neue Mission gefunden. Er besuchte regelmäßig traumatisierte Soldaten und brachte ihnen Trost. Max versteht PTSD, erklärte Dr. Müller, der Therapeut. Er spürt, wenn jemand Schmerzen hat und weiß instinktiv, wie er helfen kann. Ein junger Soldat namens Andreas streichelte Max vorsichtig. »Ich habe seit dem Afghanistan-Einsatz niemandem mehr vertraut«, flüsterte er. »Aber bei Max fühle ich mich sicher.« Max legte seinen Kopf auf Andreas' Schoß. Es war ein kleiner, aber mächtiger Moment der Heilung. »Max zeigt uns allen«, sagte Dr. Müller, »dass Helden nicht aufhören zu helfen, auch wenn sich ihre Mission ändert.« Auf dem Heimweg dachte Heinrich über Max' Reise nach. Vom Polizeihund zum Blindenhund, vom unerwarteten Helden zum Heiler traumatisierter Seelen. »Du warst schon immer mehr als nur ein Hund«, sagte er zu Max. »Du bist ein Lehrer. Du lehrst uns, was es bedeutet, stark und gleichzeitig gütig zu sein.« Max bellte leiser, als würde er sagen, »Das war schon immer mein Job.« In den Straßen von München wurde Max' Geschichte zur Legende. Aber für Heinrich war er einfach sein bester Freund. Ein Freund, der ihm jeden Tag zeigte, dass wahre Helden nicht laut brüllen oder andere bedrohen. Ein Jahr später stand Chuck Weber vor den Toren des Münchner Gefängnisses. Ein Jahr Haft hatte ihn völlig verändert. Die Arroganz war verschwunden, ersetzt durch eine ruhige Entschlossenheit. Seine erste Station war nicht die Kneipe oder zu alten Freunden, es war das Tierheim München. »Ich möchte mich für das Therapiehundeprogramm anmelden«, sagte er zu der Koordinatorin. Ich habe eine Schuld zu begleichen.« Die Frau schaute ihn skeptisch an. »Das ist harte Arbeit. Diese Hunde brauchen Menschen, die wirklich engagiert sind.« Chuck nickte ernst. »Ich weiß. Ein sehr weiser Hund hat mir gezeigt, was Engagement bedeutet.« 3 Monate später führte Chuck seinen ersten Therapiehund aus, einen jungen Golden Retriever namens Hope. Der Name war Programm. An einem warmen Sommertag kreuzten sich ihre Wege wieder. Chuck spazierte mit Hope durch den Park, als er Heinrich und Max auf einer Bank sitzen sah. Chuck blieb stehen, sein Herz pochte. Max hob den Kopf und schaute ihn an. Keine Aggression, nur Wachsamkeit. »Herr Weber?« rief Chuck vorsichtig. Heinrich drehte den Kopf. »Chuck, sind Sie das?« Chuck näherte sich langsam, Hope an seiner Seite. »Ja, ich wollte mich persönlich bedanken.« Max stand auf, aber entspannt. Er schnüffelte an Chuck und Hope, dann wedelte er leicht mit dem Schwanz. Seine Körpersprache sagte, diese Person ist keine Bedrohung mehr. »Max erkennt die Veränderung in Ihnen«, sagte Heinrich lächelnd. »Hunde lügen nie.« Chuck kniete sich vor Max hin. »Es tut mir so leid, Max. Du hast mir das Leben gerettet, auch wenn ich das damals nicht verstanden habe.« Max ließ Chuck seine Hand lecken, eine Geste der Vergebung. Tränen liefen über Chucks Gesicht. »Ich trainiere jetzt Therapiehunde. Ich versuche zu tun, was du tust, anderen zu helfen.« »Das freut mich zu hören«, sagte Heinrich aufrichtig. »Max und ich glauben an zweite Chancen.« Hope und Max beschnüffelten sich und begannen zu spielen. 2 Therapiehunde vereint in ihrer Mission zu heilen. »Wissen Sie, ich erzähle meine Geschichte jetzt in Schulen. Über Mobbing, über falsche Stärke. Max ist immer Teil der Geschichte.« Heinrich war gerührt. Max würde sich freuen zu wissen, dass seine Lektion weiterlebt. Chuck schaute zu Max. »Er ist wirklich ein Held, nicht wahr?« »Er war schon immer ein Held«, antwortete Heinrich. »Die Welt musste es nur lernen.« Als sie sich verabschiedeten, dachte Chuck über die Ironie nach. Der Hund, den er einst als Köter bezeichnet hatte, hatte ihn zu einem besseren Menschen gemacht. Max bellte einmal zum Abschied, ein freundliches, ermutigendes Bellen. Und so, liebe Leute, kommen wir zum Ende dieser unglaublichen Geschichte. Aber eigentlich ist es gar kein Ende. Es ist der Beginn von etwas viel Größerem. Heute, 5 Jahre später, ist Max 12 Jahre alt. Seine Schnauze ist grau geworden, aber seine Augen funkeln immer noch mit der gleichen Intelligenz und Güte. Er ist nicht mehr der junge Polizeihund von damals, aber er ist weise geworden, ein Elder Statesman der Hundewelt. Das Café zum Goldenen Hirsch hat eine Gedenktafel für Max aufgehängt.
Hier lernte München, was wahren Mut bedeutet. Chuck Webber ist heute Leiter des größten Therapiehundeprogramms in Bayern. Er hat über 200 Hunde ausgebildet, die alle in Max' Fußstapfen treten. Sein Leben ist der lebende Beweis dafür, dass Menschen sich ändern können. Tim, der junge Mann, der durch Max' Geschichte Mut gefasst hatte, ist heute selbst ein erfolgreicher Blindenhundtrainer. Apollo und er bilden ein unschlagbares Team. Aber was ist die wahre Lektion von Max' Geschichte? Es ist nicht die Action, es ist nicht das Drama, es ist etwas viel Tieferes. Max zeigt uns, dass wahre Stärke nicht darin liegt, andere zu unterdrücken oder zu bedrohen. Wahre Stärke liegt darin, zu beschützen, zu heilen und zu vergeben. Er zeigt uns, dass Helden nicht immer perfekt sein müssen. Sie müssen nur bereit sein zu helfen, wenn es darauf ankommt. Er zeigt uns, dass Rache niemals die Antwort ist. Gerechtigkeit schon, aber Gerechtigkeit mit Mitgefühl. Chuck dachte, er wäre stark, weil er andere einschüchtern konnte. Max zeigte ihm, dass wahre Stärke darin besteht, anderen zu dienen. Heinrich war physisch schwächer als Chuck, aber seine moralische Stärke und Max' Loyalität machten sie unbesiegbar. Die Geschichte von Max ist überall um uns herum. Jeder Polizist, der seinem Eid treu bleibt, jeder Arzt, der Leben rettet, jeder Lehrer, der Kinder inspiriert. Jeder Mensch, der einem Schwächeren hilft. Helden tragen nicht immer Uniformen, manchmal haben sie 4 Beine und ein treues Herz. Max ist heute still in seinem Körbchen neben Heinrichs Bett, aber sein Geist, seine Lektion, seine Liebe, sie leben weiter in jedem Menschen, den er berührt hat. Und wenn ihr das nächste Mal jemanden seht, der schwächer ist als ihr, denkt an Max. Denkt daran, dass wahre Stärke im Beschützen liegt, nicht im Angreifen. Denn am Ende geht es nicht darum, wie stark wir sind, es geht darum, wie wir unsere Stärke einsetzen. Max hat uns gelehrt, ein Held zu sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Es bedeutet, trotz der Angst, das Richtige zu tun. Und das, liebe Freunde, ist eine Lektion, die nie alt wird. Danke, Max. Danke für alles.